Hallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans. Ich befinde mich in Hämeenlinna und zwar Naturschutzgebiet Aulanko. Und ja, weil es Sonntag ist, bin ich recht früh unterwegs und ab um 6 Uhr darf man teilweise mit dem Auto da rein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, das Ganze ist ganz schön hier. Überall auf dem Weg zum Aussichtsturm oben oder überhaupt sind immer so kleine Parkbuchten. Man kann natürlich auch, was viel besser ist, direkt zu Fuß überall reingehen, aber ich will jetzt mal ein bisschen was mitnehmen in der Zeit. Es ist morgens um 6 und ja, wie ihr seht, natürlich schon voll hell hier in Finnland. Die Vögel geben ihr Konzert. Es ist noch relativ kalt mit 3 Grad plus und ja, das Ganze ist ein bisschen angelegt wie so ein englischer Garten und das zeige ich euch jetzt mal. Gehen wir einfach mal ein Stück. Ja, traumhaft. Traumhaft, ne? Ja, da kann man sicherlich einige schöne Fotos machen. Mit Spiegelungen im Wasser. Also wenn das nichts ist. Ja, herrlich, ne? Ja Leute, das hier ist der Parkplatz zum Café Torni, also zum Aussichtsturm und auch der Aussichtsplattform hier in Aulanko. Und ja, der Parkplatz ist noch ganz leer und wir begeben uns da mal in Richtung Turm.
Überall die farblich gekennzeichneten Wanderwege und auch Radwanderwege. Total schön angelegt. Und da ist auch schon unser Turm. Das ist das Café. Also für alle, die hier in Aulanko noch nicht waren und mal über ein Ausflugsziel nachdenken in der Nähe von Hämeenlinna, das scheint mir das hier doch ziemlich gut geeignet. Ja, einen herrlichen Überblick über die prachtvolle Landschaft. Diese Treppe führt runter zur Bärenhöhle und das ist die Aussichtsplattform und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Auf zum Torni.
Ja, hinter mir zu sehen die Statue der Bärenfamilie, ein Werk von Robert Stigell. Und ja, schauen wir uns nochmal an. Ja, Aulanko und das, was heute der Aussichtsturm ist, war vor 1000 Jahren Teil einer Verteidigungsanlage eines Stammes der Hämen. Und das sieht man auch überall hier noch. Überall Befestigungsanlagen, Mauern. Und heute ist es überwiegend als Parkanlage genutzt und oder Nationalpark. Und ja, viele Radfahrer, Wanderer und auch Ausflügler erfreuen sich hier mitten im Naturschutzgebiet der wunderschönen Umgebung. Und ja, wenn man so richtig mal entspannen will und die Natur hautnah erleben, wenn auch als Park befestigt, ist es trotzdem immer noch sehr schön. Mein Tipp ist, sich hier ein Rad auszuleihen oder mit dem Rad das Ganze abzufahren. Da kann man einiges mehr sehen und erleben. Und so wie ich bin jetzt ein Teil hier mit dem Auto hochgefahren. Das finde ich eigentlich nicht so schön, weil man viele dieser kleinen Wanderwege dann natürlich verpasst. Ja. Aulanko ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier in der Nähe gibt es auch das Scandic Hotel und das liegt natürlich gleich am Fuße dieses Parks hier. Und ja, wer da mal einen Ausflug machen möchte, eine Woche Urlaub vielleicht, also das Scandic Hotel oder irgendeine andere Unterkunft hier in der Nähe. Und ja, wer gerne wandern, Radwandern oder einfach nur in der Natur sein möchte, ist hier genau richtig. Aulanko, mein Tipp, hier für die Region Hämeenlinna, Kantahäme im Süden Finnlands. Ja, was es mit diesem Pavillon hier auf sich hat, ist auch eine komische Geschichte. Warum steht da auf einem Haufen von Steinen? Ja, hier steht auf der Infotafel, aus Liebe zu einer polnischen Prinzessin wurde dieser Pavillon erbaut. Und zwar haben die Steine, auf dem da steht, hier, auch eine Symbolik. Und zwar soll das Glück nicht immer über einfache Wege oder Autobahnen erreichbar sein, sondern Glück führt manchmal über einen steinigen Weg. Und das ist die ganze Story hinter diesem Pavillon, der auf Steinen steht.
Ja, das ist wieder eine der typischen Feuerstellen hier in Finnland. Und ja, das kann man ohne sich anzumelden einfach benutzen. Und hier hinter mir haben sich auch welche mit dem Wohnwagen einfach daneben gestellt. Und die verbringen hier die Nacht. All das kannst du in Finnland natürlich super gut machen. Ja, und einfach schön. Ja, einmalig, ne? Die Natur erwacht, die Vögel zwitschern, die ersten Leute schnappen sich ihr Boot und genießen hier den Morgen. Ja, so kann's gehen, ne? Ist schön. Ja. Ich führe euch hier noch ein bisschen rum, zeige euch noch ein paar schöne Bilder. Ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant für euch. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß noch mit den Bildern jetzt und von mir schöne Grüße aus Finnland. Euer Micha. Ciao, ciao.